Es ist einfach unglaublich. Hammermäßig. Hammermäßig. Klein, aber fein. Überall sprudelt die heiße Magma-Energie nach oben. Es ist einfach nur Wahnsinn. Irgendwie bin ich nicht so richtig vorbereitet. Ich dachte, ich bin vorbereitet. Das ist ja wohl nochmal ultra abgefahren, oder was? Wir haben unsere ersten Polarlichter gesehen. Was für ein erster Island-Tag. Ich komme gar nicht drauf klar. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Wir stehen an einem kleinen Bahnhof, fahren zu einem größeren Bahnhof, um von da zum Flughafen zu fahren. Denn für uns geht's heute, und ich kann es gar nicht glauben, nach Island. Wir fahren heute nach Island, Leute. Gerade erst von einem unserer größten Abenteuer zurückgekehrt, geht es für uns direkt ins nächste. Aber wenn man die Gelegenheit bekommt, eine der spektakulärsten Orte der Welt zu besuchen, sagt man oder wir nicht nein. Nach einer kurzweiligen Bahnfahrt erreichen wir den Flughafen in Frankfurt. Wir sind im Flieger. Bisher war die Reise ziemlich entspannt. Zug war pünktlich, Flieger ist pünktlich. Island kann kommen. Der Flug nach Island dauert ungefähr 4 Stunden. Durch die Zeitverschiebung verkürzt sich die Zeit und wir landen am frühen Nachmittag in Keflavik, wo wir von unserem Vermietungsshuttle abgeholt werden. Denn, wie könnte es anders sein, wir bereisen Island natürlich im Camper. Dieses Mal nicht in unserem eigenen, Groot darf sich eine Pause gönnen, sondern mit einem Mietcamper. Angekommen. Wir sind gelandet. Pickup hat geklappt von unserem Rental Service. Wir haben uns schon ins Warme noch drin verkrochen, weil hier sind schon ein paar Grad kälter. Und jetzt organisieren wir noch unseren Bus und dann geht's los. Irgendwie bin ich nicht so richtig vorbereitet. Ich dachte, ich bin vorbereitet. Das wird gut. Das Ja. wird richtig gut. Der Camper steht schon bereit und mit dem einfachen Self-Check-In-Service dauert es keine 2 Minuten, bis wir den Schlüssel von unserem neuen Zuhause in den Händen halten. Jetzt nur noch den richtigen finden. Sagt Hallo zu unserem neuen Zuhause für die nächsten 2 Wochen. Hihi. Klein, aber fein. Ui. Freund, kommen wir klar aus der kleinen raus? Ja, voll. So, ist doch gut. Mega. Alles da. Hier darf man auch nicht vergessen, die Schnapper zuzumachen. So, erstmal Instruktionsvideos gucken. Campers will always be 3 to 5 years old, and they will have more wear and tear than our other models. If you are driving any of our two-wheel drive vehicles, Wir haben alle Instruktionsvideos geguckt. Wir sind prepared, vorbereitet für Island. Ich kann es immer noch nicht glauben. Schon die Landung war einfach. Und jetzt? Geht's los.
Svenny, wir fahren in Island! Da sind wir gerade im Auto und fahren los. Fängt an zu regnen. Schnee, Regen. Das war die erste Fahrt in Island. Sind angekommen. Scheint auch wieder die Sonne. Jetzt scheint auch wieder die Sonne. Ist okay, wenn wir aussteigen, kann Sonne scheinen. Haben wir das Geld? Das ist hinten in dieser grauen Tasche. Okay. Ich habe mir sagen lassen, Bonus ist the place to be. Kartoffeln zum Film. Hier darf man die ja weiter aufmachen, ne? Ist nicht so schlimm. So. Das ist alles, was wir gekauft haben. Und wir haben versucht, schon komplett für die 2 Wochen einzukaufen. Wahrscheinlich wird man vielleicht die eine oder andere Sache nachkaufen müssen, aber wir wollen so wenig wie möglich jetzt irgendwie Zeit in Supermärkten verplempern. Deswegen haben wir das alles eingekauft. Und wie viel hat es gekostet? 120 €. Más o menos. Más o menos. Aber es ist was zum Frühstücken. Bisschen Wasser, bisschen Nudeln, bisschen Beans, Käse fürs Brot, Wurst aufs Brot, Obst, Gemüse. Hauptsächlich Haferflocken und Nudeln wird es geben. Außerdem ist so geil. Wir haben gut eingekauft. Ja, finde ich auch. Gleich geschafft. Findet alles Platz? Alles hat Platz gefunden. Okay. Alles verräumt, alles drin. Hunger. Yes. Zum Glück haben wir es nicht weit. Hier gibt es nämlich direkt eine Fish and Chips Bude. Ja, man kann ja nicht alles einkaufen und dann davon schon essen. Nee. Außerdem haben wir so Hunger, Ja, bis so wir viel Zeit ankommen. haben wir gar nicht. Nee. Alright. Okay, Da ist es. da ist es. Ja, probieren wir mal. Hast du sogar einen Fisch? Ja. Oh, was ist das gezeigt? Das für den einzigen freien Parkplatz gezeigt. Ja.
Erstes kleines Fazit. Der Einkauf war ein bisschen günstiger, als wir es jetzt erwartet hatten, weil es ja bekanntlicherweise hier sehr teuer ist. Das Essen jetzt hier ist schon arg teuer. Also wir werden sehr selten auswärts essen. Für die Portion haben wir jetzt 23 € bezahlt. Hoffentlich schmeckt's. Wo ist das? Hammermäßig. Hammermäßig. Weg. Die Soße ist ja richtig lecker. Und 20,66 hat das gekostet. Der internationale Flughafen in Keflavik liegt auf der Halbinsel Reykjanes. Damit befindet sich der Start unserer Rundreise schon inmitten einer der spektakulärsten Gebiete. Keine 10 Minuten außerhalb der Siedlung beginnt die einmalige Landschaft, für die Island bekannt ist. Wir folgen der Straße entlang durch die einzigartige geothermale Kulisse. Vorbei an einem malerischen See mit schwarzen Stränden, durch schroffe Felsformationen und schwarzes Gestein. Es ist einfach nur Wahnsinn. Wir sind keine Stunde vom Flughafen weggefahren und fahren hier einfach schon durch die krassesten Landschaften. Überall dieses Lavagestein, dieses schwarze Lavagestein. Hier ist ein See mit schwarzem Strand. Abgefahren. Bis wir letzten Endes an der wilden Atlantikküste landen, wo wir unseren ersten Stellplatz für die Nacht finden. Erster Platz, erste Nacht. Ausblick, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und der Campingplatz ist auch noch for free. Guter Start. Der nächste Morgen begrüßt uns mit einem wunderschönen Sonnenaufgang. Es ist kalt und es herrscht eine absolute Stille. Nur ein paar Vögel zwitschern. Wir gewöhnen uns an unsere neue Routine auf kleinem Raum und bauen das Bett zu unserem Wohnraum um. Das wird unser erster kompletter Tag in Island. Ich freue mich.
Wir hatten eine richtig erste gute Nacht in unserem kleinen Minicamper. Schon Kaffee gemacht, zusammengeräumt und sind jetzt schon losgefahren. Und dank des Tablets, was man hier durch die Vermietung bekommt, können wir immer uns über das aktuelle Wetter genau informieren, über die Straßenverhältnisse, weil wir sind ja doch noch ein bisschen außerhalb der Camping-Saison unterwegs und so manche Straßen im Norden sind auch noch gesperrt. Und ja, für die kommenden Tage sind hier im Süden und im Westen, nee, nicht im Westen, im Osten, die besten Wetterverhältnisse, wie man sehen kann. Die Sonne scheint und deshalb werden wir uns jetzt die nächsten Tage erstmal hier so ein bisschen aufhalten und fahren jetzt erstmal Richtung Ostküste. Smiley Eggs, Smiley Eggs. Auf der Halbinsel Reykjanes liegen mehrere Hochtemperaturgebiete. Eines davon ist das Vulkansystem Krýsuvík. Ein aktiver Vulkan, was man an den Solfataren erkennen kann. Während wir an der Erdoberfläche die sprudelnden Schlammtöpfe und den pfeifenden Wasserdampf beobachten, ist es in 1000 Metern Tiefe schon über 200 Grad warm. Der Schwefelwasserstoff erzeugt den unverwechselbaren Schwefelgeruch und ist auch verantwortlich für die Farbgebung. Überall sprudelt die heiße Magma-Energie nach oben. So kann das Gestein in den unterschiedlichsten Farben vorkommen. Von Gelb, Rot oder Orange bis zu den verschiedensten Beige- und Grautönen. Das ist auch einfach der Wahnsinn, wie viele Farben das Gestein hier hat. Wir starten auf die berühmte Ring Road, die einmal, wie der Name schon sagt, rund um die Insel führt. Und während die Hauptstraßen alle wunderbar geteert sind, gibt es zu den einzelnen Naturspektakel auch hin und wieder ein paar mit Schlaglöcher versehrte Abenteuerwege. Wie dieser hier zu unserem ersten Wasserfall. Schon von weitem konnten wir die Gischt des Wassers sehen und das tösende Rauschen hören. Voller Vorfreude und riesiger Begeisterung nähern wir uns unserem ersten Wasserfall, nicht wissend, was die kommenden Tage noch alles auf uns warten wird. Wir dachten, wir machen mal eine kleine Pause unterwegs und haben hier an einem kleinen, hier für Island, kleinen Wasserfall angehalten und zeigen euch mal unser Zuhause für die nächsten 2 Wochen. Wir haben unseren Camper von Camp Easy. Unser Modell heißt Easy Fun und es ist, glaube ich, genau das richtige Modell für das, was wir vorhaben. Es gibt aber eine breite Auswahl an unterschiedlichen Modellen für Pärchen, für Alleinreisende, für Familien. Es ist für jeden was dabei. Und ja, ich zeige euch jetzt mal rum. Willkommen in unserem kleinen Zuhause, in unserem Wohnbereich, Schlafbereich, Küche. Es ist ein kleinerer Van oder Bus, wie wir normalerweise gewohnt sind, aber wir finden es perfekt für das, was wir vorhaben. Es ist ein VW-Bus T5 und hat die perfekte Größe, gerade jetzt fürs Wintercamping. Er ist super schnell warm mit der integrierten Webasto-Heizung, die wir hier an Bord haben. Hier hinten ist eine kleine Sitzgruppe, die man umbauen kann zum Bett, sobald es Schlafenszeit ist, mit diesen Rückenlehnen, die wir hier haben. Und dann ist es mit
diesem Riesenpaket an Bettzeug. Richtig kuschelig warm hier drin und ja, man könnte gar nicht meinen, dass draußen Winter ist. Naja, wenn die Heizung ausgeht. Hier vorne ist unsere kleine Küche. Hier hat wirklich alles, was man braucht für seinen Islandurlaub. Wir haben hier oben direkt einen Kühlschrank, Kompressor, Kühlschranktruhe. Wir haben wirklich viel eingekauft und es ist alles an Obst und Gemüse und alles, was kühl gelagert werden muss, hier drin. Ein kleines Waschbecken hier vorne, Seife, eine Bürste und ja, hier unten ist jede Menge Stauraum. Wir haben eine kleinere Schublade, wo Tassen und Besteck und alles drin ist und von uns jetzt auch schon Lebensmittel, die wir eingekauft haben. Die Schublade unten drunter hat dann Teller, Schüsseln, Kochgeschirr. Wir haben Baked Beans gekauft. Einfach unser Lieblingsessen unterwegs. Für den schnellen Hunger. Und hier unten ist ein kleines Fach, wo die Gaskartuschen perfekt gelagert werden können, weil hier so kleine Aushöhlungen sind, wo die perfekt reinpassen. Und nebendran ist einfach nochmal ein bisschen Stauraum. Unten drunter die große Schublade. Hier befinden sich Töpfe, Pfannen, Schüsseln und eben noch mehr Vorräte, die wir schon eingekauft haben und eingefüllt haben. Rechts neben der Küche haben wir unseren kleinen Wassertank mit 15 Liter. Mal gucken, wie wir damit auskommen. Wesentlich weniger, als wir gewohnt sind, aber ich glaube, das passt schon. Wir sind ja generell hier in Island immer auf Campingplätzen. Wildcampen ist hier verboten. Macht auch durchaus Sinn. Und jetzt im Winter sind wir sowieso darauf angewiesen, dass wir warmes Wasser haben, Klo haben und ja, ab und zu mal eine warme Dusche. Der Camper ist mega gut durchdacht. Wir haben überall an den Wänden diverse Haken. Hinter mir kann man es, glaube ich, sehen. Überall an den Wänden sind auch so Netze angebracht, wo wir Sachen verstauen können. Unter der Sitzbank, die mega geräumig ist super viel Stauraum. Wir haben hier unsere beiden Handgepäckkoffer und unsere Vorräte, alles verstaut, plus unsere 2 Rucksäcke. Mehr Platz, als wir gedacht hätten. Vorne sind noch an der Küche diverse USB-Steckdosen und USB-C-Steckdosen und auch hier hinten am Bett nochmal am Kopfende angebracht. Also bestens für uns zum Laden von unserer Technik geeignet. Und ja, 230 Volt Steckdosen gibt es auch noch. Also sobald wir am Campingplatz angeschlossen sind, können wir auch die großen Sachen laden. Und wir fühlen uns einfach mega wohl. Damit können wir jetzt 2 Wochen Island erkunden. Wir haben wirklich alles für unseren Trip, was wir brauchen hier im Camper. Wem das nicht reicht, der kann bei seiner Buchung jegliches Zubehör noch mit dazu buchen. Ich packe unseren Affiliate-Link unten einmal in die Beschreibungsbox, also checkt das gerne mal über den Link aus. Wir danken Camp Easy, dass wir mit unserem Mobil jetzt hier 2 Wochen durch Island düsen dürfen. Das war unser erster kleiner Wasserfall hier in Island und wenn ich da so in die Ferne gucke, verspricht das so einiges. Wir sind sehr gespannt und fahren weiter. Kann man hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Wasserfälle sehen. Entlang der Küste nähern wir uns langsam der einzigartigen Gletscherlandschaft. Und gerade jetzt am Ende der Winterzeit, wenn der Schnee so langsam schmilzt, sind die Wasserfälle gut gespeist mit Wasser. Sehr beeindruckend und gleichzeitig spektakulär, diese Wassermassen zu beobachten.
hinter jeder Ecke einfach ein neuer Wasserfall. Es ist einfach unglaublich, wie schön das ist und was für ein Wetter wir haben. Letztes Ziel für heute ist erreicht. Stimmt gar nicht. Hä? Stimmt gar nicht. Danach geht's noch zum Campingplatz. Ja, das stimmt. Aber über den Tag. Schau auf deine Jacke. Ja. Der Reynisfjara zählt zu den berühmtesten schwarzen Stränden in Island. Der einmalige schwarze Sand mit den makellosen schwarzen Kieselsteinen und den kraftvollen Wellen macht ihn zu einem wirklich einmaligen Ort. Die donnernden Wellen des Atlantiks treffen mit einer gewaltigen Kraft auf die Küste und sind unvorhersehbar. Definitiv, egal zu welcher Tageszeit, ein absolutes Highlight. Aber gerade zum Sonnenuntergang hat dieser Ort etwas besonders Magisches. Wir haben einen riesigen Strand mit schwarzem Sand, ganz für uns alleine. Also der Parkplatz war ziemlich voll und ganz da vorne, wo die Hexagon, wie nennt man das? Hexagon-Felsen sind, da ist einiges los, aber ja, da ist wirklich viel los. Wenn man nur, keine Ahnung, 10 Minuten hier entlang spaziert, noch nicht mal. Nicht mal. 5 Minuten in die andere Richtung. Hat man einfach den ganzen Strand für sich alleine. Keiner möchte 5 Minuten weit gehen. Nee. Mega schön, ey, das ist so krass. Es ist einfach schwarz. Das ist ja wohl nochmal ultra abgefahren, oder was? Zur Seespitze hin findet man die spektakulären Basaltsäulen oder auch Säulen der Erde, die unter bestimmten Bedingungen durch erkaltete und erstarrte Lavaflüsse entstehen. Und egal wo sie vorkommen, sehr mystisch und majestätisch wirken. Wir sind einfach so überwältigt von dieser Landschaft hier und von dem ersten Tag hier auf Island, von dem Wetter ganz zu schweigen. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir sind komplett geflasht von der Landschaft, von allem, was wir bisher gesehen haben. Und es ist erst der erste Tag, ich kann es nicht glauben. Wir haben ein fettes Grinsen den ganzen Tag. Das Wetter, ja, also wir haben gehofft, dass wir vielleicht mal die eine oder andere Sonnenstunde in den 2 Wochen bekommen, aber das ist unglaublich. Ja. Das ist ein Traum. Absoluter Traum.
Wir beenden das Video aber für diese Woche. Und ich hoffe einfach, ich glaube, es wird einfach so weitergehen. Uns küsst das Glück Islands. Oder so irgendwie. Ja. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um die ganzen kommenden Island-Videos nicht zu verpassen, was wir noch alles hier auf der Insel, in dem Land also wer hier bei Island nicht dabei bleibt, der ist selber schuld. Das wird grandios, das wird richtig gut. Ja. Ja, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr es nicht, wenn es weitergeht. Packt ein Support-Herz in die Kommentare. Liked das Video, falls es euch genauso gut gefallen hat wie uns. Und was fehlt noch? Das Emoji der Woche. Ist so. Das Emoji der Woche ist ein Vulkan. Na gut. Also wir sind auf der Vulkaninsel schlechthin. Oder ein Eiswürfel. Feuer und Eis. Feuer und Eis. So machen wir es. Und ihr schaltet nächste Woche hoffentlich auch wieder ein. Wir würden uns freuen. Danke. Ende. Wir haben unsere ersten Polarlichter gesehen. So cool. Wir haben sie beide direkt gesehen einfach. Wir waren sehr schwach. Ja. Aber also zwischendurch mal kurz doch auch doller zu sehen. Das war auch echt. Also ja, es war mega. Heute war die Chance auch nicht so hoch eingeschätzt, dass man es überhaupt sieht. Morgen höher. Deswegen freuen wir uns jetzt auf morgen. Aber das war schon. Das ist schon. Was für ein Abschluss, Leute! Was für ein erster Island-Tag, ich komme gar nicht drauf klar.